Alter, weißt du, was das heißt? Stopp! Ich bin viel zu betrunken, bitte. Die Mama bringt mich um, wenn der Uko abgeschoben wird. Und? Mailbox. Bei wem? Bei beiden. Beim UQA? Ich rufe jetzt die Polizei. Geh, Erwin, hör auf mit deinem Verfolger. Und wie sind Sie auf das Auto gefunden. Aha. Was hast du gefunden? Naja, das ist gestanden und wir haben es gefunden. Zu Best of Austria gehört die österreichische Filmbranche, die Spitzenleistungen erbringt. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass die Branche selbst jetzt den Gedanken entwickelt hat, die Nachhaltigkeit, den grünen Gedanken auch in das Produzieren von Filmen hineinzubringen und dass wir hier gemeinsam ein spannendes Projekt starten können, eben Green Producing mit dem österreichischen Umweltzeichen Standards für das Produzieren, für nachhaltiges Produzieren von Filmen entwickeln können. Das Umweltzeichen ist 25 Jahre alt, gilt als Spitzenstandard, Orientierung. Und ich freue mich, dass jetzt mit dem Landkrimi ein Pilotprojekt von Superfilm entwickelt wird. Scheiß Verschluss. Klemmt. Ja, genau, da müssen wir länger gehen. Aber wir fangen auf der Garage an. Am Set war das kein Problem, es war eigentlich sehr gut, weil viele Leute dahinter gestanden sind und das auch für eine gute Sache befunden haben und sich Fragen gestellt hat, die man sich am Set vielleicht sonst gar nicht mehr stellt, wie von Abfall bis Transport bis Strom. Und letztendlich führt es ja auch zur Modernisierung auf einem Set. Es ist jetzt kein Riesenunterschied. Ja, das mit dem ist es nicht so, genau so ist es. Und das ist aber gut. Es sind in Wirklichkeit Kleinigkeiten, die sie ändern. Stimmt. Wir hatten einen Kriterienkatalog, den wir im Vorfeld mit allen Departments daraufhin überprüft haben, ob das grundsätzlich denkbar ist oder nicht. Das war denkbar, das war machbar und das ist mit Sicherheit auch in allen Punkten erreichbar. Und zwar nicht nur mit einer solchen Modellproduktion, sondern schlicht und ergreifend mit allem, was man so tut. Für uns war das ganz toll, weil Superfilm quasi zu uns gekommen ist. Wir sind der Öko-Business-Plan in dem Fall. Und wir bieten Beratungsförderung für Betriebe an, die halt so einen Weg gehen wollen Richtung Nachhaltigkeit. Das ist ganz selten, dass jemand aktiv auf uns zukommt. Das war eigentlich das Neue. Und dann arbeiten wir mit Leuten wie euch zusammen, ne? Mit Beratern und Beraterinnen, die das halt begleiten. Mhm. Ja, und wir versuchen dann mit den Betrieben gemeinsam über Ideen nachzudenken, Ideen neu zu entwickeln, wie man in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz das weiterbringen kann. Und in dem Fall war es eine sehr spannende Geschichte, weil es in Österreich keine Initiativen in der Richtung bisher gegeben hat. Go! Dann häng's halt oben auf. Warum bin ich dafür zuständig? Stranguliert. Aufzuregen, stranguliert sie. Genau so hängst du das auf! Ja, das ist der Wahnsinn. Am Anfang habe ich überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie wir das, wie schon gesagt, wie wir das umsetzen können. Und jetzt zum Ende hin ist das eigentlich schon eine absolute Selbstverständlichkeit und total normal. Ja? Also, und das finde ich das Wahnsinnige, dass es doch einfach mit einer absoluten Leichtigkeit funktioniert hat und dass man einfach auch gemerkt hat, wenn man auf Dienstleister zugeht, dass die alle ein offenes Ohr haben, da mitzumachen und jeder eine gute Idee dazu liefert, um das umsetzen zu können. Und ich glaube, das hat in der Filmbranche eine ganz große Zukunft,
weil es wird sich technisch einiges verändern, gerade im Lichtbereich, glaube ich. Wir haben das Glück gehabt, dass auch der Oberbeleuchter sozusagen ein ganz neues Lichtsystem mit Spiegel, Umlenklicht macht. Und da relativ wenig Equipment dadurch hat, braucht auch kaum Starkstrom. Also wir brauchen keine zusätzlichen 63 Ampere-Anschlüsse oder was, weil der meistens auch mit Hausstrom auskommt. Dadurch haben wir auch noch ein Fahrzeug beim Licht, normales 2 LKW. Und ich fahre mit einem Elektroauto, bevor ich ein Schauspieler habe. Für uns war es irrsinnig inspirierend, weil es ein neuer Zugang ist, zu sagen, Moment, wir wollen jetzt einmal schauen, wie klimaneutral, wie freundlich wir damit der Umwelt umgehen, weil es im Film eigentlich bis dato ja eigentlich nicht so wirklich war. Und diesen neuen Ansatz zu haben, hat für mich einfach plötzlich, diesen Zugang habe ich so nicht gehabt, der ist natürlich passiert, weil ich immer in Harmonie natürlich mit dem ganzen Arbeit, aber zu sagen, Moment einmal, wir probieren das jetzt, ja, hat plötzlich aus, Moment einmal, was kann das da und da heißen? Und es geht bis dahin, dass wir gemeinsam im Auto herfahren oder so, das ist wurscht. Ja. Es ist aber im Prinzip einfach ein toller Ansatz, der nicht nur, finde ich, hinter der Kamera viel verändert, sondern auch für den Film an sich viel tut. Ja. Und das ist ein schönes Mittelmaß, das wir da suchen. Dass wir versuchen, die Technik so weit zu reduzieren, aber das Ergebnis zu maximieren. Ja. Und das geht anhand neuer Techniken, die es jetzt gibt. Einerseits über die LED-Technik natürlich wahnsinnig viel und dann auch über diese hochreflexiven Reflektoren, die wir da haben, mit den Parallelstrahlern dazu. So würde ich es einfach mal machen. Die andere auch. Ach so, na. Er schläft eh überall. Schläft nicht. Ich bin nicht drehfertig und gar nichts, aber... Einer der Hauptthemen war natürlich das Kaffeethema, weil immer Unmengen an Kaffeebechern weggeschmissen worden sind, beziehungsweise auch die Getränkebecher. Und da haben wir dann zusammengearbeitet und haben gesagt, ja, wie lösen wir das Problem? Ne? Und ich habe gesagt, ja, okay, ich nehme das halt auf mich, dass ich hergehe und dass wir die ganzen wiederverwertbaren Becher nehmen, die wir im Anwaschen. Und dadurch, dass es keinen Wegwerfbecher mehr gibt, da sparen wir uns zwischen 200 und 300 Becher jeden Tag. Die Müllvermeidung ist so groß in der Produktion, dass wir von ursprünglichen 4 bis manchmal 7 Müllsäcken, je nachdem, wie viele Leute am Set sind, hier eigentlich am Tag nur noch einen Müllsack haben. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Meine Produkte versuche ich so gut wie möglich vom Bauern zu holen, beziehungsweise biologische Produkte zu kaufen. Beim Catering auch darauf zu schauen, einerseits, dass Lebensmittel auch regional beschafft werden, dass sozusagen nicht irgendwelche Lebensmittel mit einem hohen CO2-Rucksack verwendet werden, sondern dass die saisonal und regional genutzt werden, aber auch, dass man Lebensmittelabfälle vermeidet. Das ist ja auch mit natürlich Thema der Abfallvermeidung. Das ist natürlich auch ein wichtiges Ziel dann der Umweltzeichenrichtlinie. Ist das gar nicht so schwer, dass das sagt, der große Satz gefallen. Da kann ich mich im Schnitt entscheiden, wenn es gleichzeitig sagt. Telefonnummer? 0664 455 0233. Passt. Sicher? Sicher, ich merk's mir. Lass dir nicht zu lang Zeit. So wie du jetzt? Ja. Dass ihr eigentlich schon dabei seid, neue Standards zu identifizieren, dass eigentlich eh schon was da ist. Also das finde ich schon spannend. Also es ist schon was da, aber eigentlich haben wir es gar nicht gewusst. Nicht so dass bewusst. Das, ja, also das Bewusstsein schaffen, ich glaube, da ist einiges, wo wir wirklich weiter arbeiten können und wirklich eigentlich was bewegen können gemeinsam. Und Action!
vielleicht jetzt ein Hula Hoop? Nein! Es ist etwas problematisch, Filmproduktionen miteinander zu vergleichen, weil sie sehr unterschiedliche individuelle Herausforderungen haben, seien das Nachtdrehs, sei das die Größe des Ensembles etc. Wir haben einen Tatort, den wir im vergangenen Jahr produziert haben, als trotzdem als Vergleichsgröße hergenommen. Nachdem dieser Tatort 2 Drehtage weniger Aufwand hatte, glaube ich, dass wir in allen Vergleichswerten noch immer halbwegs konservativ unterwegs sind. Man könnte sicher noch ein Schräubchen drehen und mehr rausholen. Es gibt tatsächlich nackte Zahlen, die einigermaßen beeindruckend sind. Wir haben beispielsweise grundsätzlich ungefähr 125 Liter Sackel Müll eingespart. Das sind 25.000 Liter Müll. Wir haben 2000 Liter Dieseltreibstoff eingespart. Wir haben ungefähr 3000 Plastikflaschen weniger verbraucht. Wir haben bei den Reisekosten 20% eingespart. Wir haben bei den Flugreisen der Darsteller insgesamt 70% CO2-Ausstoß eingespart. Das sind schon relativ fette Zahlen. Wir haben insgesamt, das hat dann dazu geführt, dass wir bei Strom und bei Abfällen und bei Catering wirklich kaum mehr überhaupt in der Emissionsübersicht vorkommen. Das ist jetzt noch der Fuhrpark, wo wir schlecht rauskommen, weil wir nach wie vor nicht komplett auf Elektrik umstellen können. Aber grundsätzlich haben wir am Ende 25 Tonnen verbraucht für diesen Nahtkrimi, die wir jetzt über Emissionsausgleiche auch noch ausgleichen werden. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass es so eine Art Etikett gibt und dass es auch ein Ansporn für andere Produktionen ist, das zu machen, denke ich. Ja. Und dass es auch eine Botschaft nach außen ist. Also ich glaube, dass das nachhaltig schon so eine Bewusstseinsführung und so eine Änderung führt, wenn das in Kombination mit so einem Etikett ist, das dann auch nicht so leicht zu erreichen ist. Ja, halte ich auch für entscheidend. Das Bundesumweltzeichen ist auch kein Larifari-Pickerl, sondern ein Bundesumweltzeichen. Es ist auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich offiziell so eine Produktion zu branden. Also wir gehen schon davon aus, dass wenn das dann einmal ein eingeschliffenes System ist und wir nicht mehr jede Kleinigkeit erfinden, wie es ja bei der Geschichte der Fall sein müsste, dass wir dann auch deutlich kostengünstiger produzieren werden.